Die Aarhus-Konvention auf EU-Ebene. Im letzten Film ging es um das Recht auf Umweltinformationen. Dieser erklärt die zweite Säule der Aarhus-Konvention, das Recht auf Beteiligung in Umweltfragen. Bürgerinnen und Umweltverbände sollen sich auch auf EU-Ebene beteiligen können. Denn ein Großteil der nationalen Umweltpolitik und Gesetzgebung startet in Brüssel. Woran und wie kannst du dich denn beteiligen? Das kommt auf dein Ziel an. Du forderst ein neues Gesetz? Du willst deine Meinung und Expertise einbringen, wenn gerade ein Umweltgesetz erarbeitet wird? Oder das Europäische Parlament dazu bringen, sich mit einem bestimmten Umweltthema zu beschäftigen? Fangen wir mit einem neuen Gesetz an. Es beginnt zum Beispiel mit einer Bürgerinitiative. Mit dem Vertrag von Lissabon hat die EU erstmals ein direkt demokratisches Instrument im Primärrecht verankert, die Europäische Bürgerinitiative. So will beispielsweise die Initiative Bienen und Bauern retten 1 Million Unterschriften sammeln, damit sich die Europäische Kommission auseinandersetzen muss, mit deren Forderung, aus synthetischen Pestiziden auszusteigen. Um die Europäische Kommission aufzufordern, eine Rechtsvorschrift vorzuschlagen, muss zunächst ein Organisationsausschuss aus mindestens 7 Personen gebildet werden, die in 7 verschiedenen EU-Ländern wohnen. Eine solche Bürgerinitiative ist aber leider rechtlich nicht bindend. Die Kommission kann sie komplett oder in Teilen annehmen oder gänzlich ablehnen. Du kannst dich aber auch an öffentlichen Konsultationsverfahren beteiligen, wenn neue Gesetze oder überarbeitet werden. Ein aktuelles spannendes Beispiel ist das Rechtsetzungsverfahren zum Europäischen Klimagesetz, bis 2050 Klimaneutralität zu verwirklichen. Auf dem Better Regulation Portal der Europäischen Kommission können Bürgerinnen und Verbände dazu ihre Meinung einbringen. Die Generaldirektion Klimaschutz der EU-Kommission hatte auf diesem Portal die Gesetzesinitiative zum Europäischen Klimagesetz in einem sogenannten Fahrplan in der Anfangsphase bekannt gegeben. Bürgerinnen und NGOs konnten den Vorschlag wie üblich 4 Wochen lang kommentieren. Auch nachdem die Kommission den Legislativvorschlag dem Europäischen Parlament vorgelegt hatte, konnte man sich nochmal 8 Wochen äußern. Willst du das Europäische Parlament zum Beispiel dazu auffordern, sich mit einem bestimmten Umweltthema zu befassen, kannst du als EU-Bürgerin aber auch eine Petition an das Europäische Parlament stellen. Auch Organisationen oder Unternehmen können ihr Petitionsrecht ausüben. Die Ergebnisse des Petitionsverfahrens sind nicht verbindlich, können aber eine starke politische Wirkung auf die EU-Kommission oder Mitgliedstaaten entfalten. All das sind also Möglichkeiten, sich zu Umweltfragen auf EU-Ebene zu beteiligen. Es gibt aber noch viele weitere Chancen, sich für die Umwelt einzusetzen. Schau dazu gerne auf unsere Aarhus-Website aarhus-konvention.de. Im nächsten Film geht es um die dritte Säule der Aarhus-Konvention, das Recht zu klagen.